Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es erneut um Frauke Liebs. Nachdem ich die Serie von Frauke Liebs vor ein paar Tagen beendet habe, hat sich bereits vor dem Start dieser Serie wohl eine neue Spur ergeben, die zu einer erneuten Durchsuchung führte. Es gibt aktuell sehr wenige Informationen zu der Durchsuchung und aufgrund welcher Hinweise diese Durchsuchung durchgeführt wurde. Es heißt dort, im Mordfall Frauke Liebs sind die Ermittler vor kurzem einer weiteren Spur nachgegangen. Beamte der Bielefelder Kripo haben das Haus eines Mannes im Kreis Paderborn durchsucht, berichtet das Westfalenblatt. Es habe zuvor Hinweise gegeben, woraufhin die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung in Lichtenau erwirkte. Gefunden haben die Ermittler aber nichts und es wurde auch keine Festnahme durchgeführt. Diese Durchsuchung war übrigens bereits vor circa 4 bis 5 Wochen. Jetzt hat die Polizei das aber erst öffentlich gemacht, also die Medien berichten darüber. Diese Information habe ich von meinem Informanten, der mir bei dem Fall von Frauke Liebs zur Seite steht und mir wichtige, interessante Informationen gibt. Über diese Durchsuchung konnte vorher nicht berichtet werden, da es dazu keine seriöse Quelle gab, also einer, der man vorbehaltlos trauen konnte. Und diese Durchsuchung, die war, wie schon gesagt, in Lichtenau und diesmal in dem Ortsteil Husen. Die letzte Durchsuchung war in Lichtenau, aber in Lichtenau-Asseln. Ich habe euch das hier mal auf der Karte markiert. Und auch diese zweite Suche fand im näheren Bereich zum Fundort von Fraukes Leiche statt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige von euch den Fall nicht so genau kennen. Deshalb fasse ich ihn noch einmal sehr knapp zusammen und möchte dann noch auf einige Punkte eingehen, die in dem Fall immer wieder nicht so bekannt sind, beziehungsweise zu denen es immer wieder falsche Informationen und auch Fragen gibt. Frauke Liebs stammte aus Lübbecke. Für eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin in einem Paderborner Krankenhaus ist sie dann nach Paderborn gezogen. Sie lebte dort gemeinsam mit ihrem Ex-Freund in einer Wohnung. Also die beiden hatten sich vorher schon getrennt und haben dann beschlossen, in Paderborn gemeinschaftlich eine Wohnung als Freunde, als Wohngemeinschaft zu nehmen. Am 20. Juni 2006, das war ein Dienstag, verschwand Frauke Liebs auf ungeklärte Weise. An diesem Tag trafen sich noch die Mutter, Frauke und ihr Mitbewohner Chris zum Essen. Frauke plante danach zu dem Irish Pub Old Triangle in der Paderborner Innenstadt zu gehen, um dort das Fußballspiel Schweden gegen England anzuschauen. Nach dem Essen verließ dann Frauke das Lokal und machte sich auf den Weg zum Old Triangle. Der Mitbewohner Chris und die Mutter von Frauke fuhren dann zu der Wohnung von Chris und Frauke. Dort stellte Chris fest, dass er leider seinen Wohnungsschlüssel vergessen hatte und so fuhr man dann noch einmal zum Old Triangle, um den Schlüssel von Frauke zu holen. Das heißt, Frauke musste dann später klingeln, um in die Wohnung zu kommen, da Chris ja jetzt praktisch beide Schlüssel hat. Während des Spiels Schweden gegen England schrieb sie mehrere SMS an einen Bekannten. Als dann der Akku ihres Mobiltelefons leer war, lieh sie sich einen vollen Akku von ihrer Freundin, gab ihn aber vor Verlassen des Pubs laut Aussage der Freundin wieder zurück. Also hatte Frauke einen leeren Akku in ihrem Handy. Gegen 23 Uhr verabschiedete sich Frauke Liebs von ihren Freunden bzw. von ihrer Freundin Isabella und machte sich alleine auf den etwas über 1 Kilometer langen Heimweg zu ihrer Wohnung. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie den Heimweg zu Fuß antrat, da sie nur noch maximal 5 Euro bei sich gehabt haben soll. Welchen Weg sie da genau eingeschlagen hat, konnte mangels Zeugen nicht geklärt werden. In ihrer Wohnung ist sie nicht angekommen. Um 0:49 Uhr erhielt der Mitbewohner eine SMS von Fraukes Handy. Diese kündigte ihre verspätete Rückkehr an. Die Polizei ermittelte später, dass diese Nachricht aus dem Funkgebiet Nieheim-Entrup im Kreis Höxter abgesetzt worden war, etwa 40 Autominuten von Paderborn entfernt. Am nächsten Tag, dem 21. Juni, erschien Frauke Liebs nicht zur Arbeit. Nachdem sie dann auch in ihrer Wohnung nicht angetroffen wurde, meldete ihre Mutter sie noch am selben Tag als vermisst.
In den nächsten Tagen meldete sich Frauke dann jeweils einmal täglich bei ihrem Mitbewohner Chris. Außer an einem Tag, da gab es keinen Anruf von Frauke. Frauke Liebs machte bei diesen Anrufen kaum Angaben zu ihrer Situation. Anfangs deutete sie ihre baldige Heimkehr an. Weitere Nachfragen beantwortete sie vage oder ausweichend und zum Teil auch etwas rätselhaft oder widersinnig. Am 26. Juni gab es kein Telefonat und das 5. und letzte Telefonat am 27. Juni, Dienstag, begann um 23:29 Uhr und dies dauerte ungewöhnlich lange, mehr als 5 Minuten. Frauke Liebs sprach dort mit ihrem Mitbewohner Chris und ihrer Schwester, die durch Zufall dort war, denn normalerweise war es so, dass die Eltern auch da waren und wollten ja auf den Anruf von Frauke warten. Man hatte dann in der Wohnung von Chris und Frauke zusammen gegessen. Allerdings dauerte es ziemlich lange, es wurde nach 23 Uhr und man ging davon aus, dass Frauke nicht mehr anrufen wird. Deswegen gingen die Eltern bereits, aber Karen, die Schwester, ist noch dort geblieben und hat dann dieses Telefonat mitbekommen. In diesem Telefonat sprach auch Karen mit ihrer Schwester und es war dann immer die Lautsprecherfunktion eingeschaltet, so dass man hören konnte, also auch derjenige oder diejenige, die nicht mit Frauke telefonierte, was Frauke sagte. Es wurde dann Frauke zum Beispiel die Frage noch gestellt, ob sie gegen ihren Willen festgehalten werde. Diese Frage hat sie zunächst mit einem leisen Ja beantwortet. Diese Aussage hat sie dann aber sofort mit 2 lauten Nein revidiert. Nach diesem Telefonat brach der Kontakt zu ihr ab. Wie die Ermittlungen später ergaben, befand sich das Handy bei den Telefonaten in verschiedenen Paderborner Gewerbegebieten. Bei diesem Telefonat war es auch so, dass Frauke 3-mal gefragt wird, wo bist du? Und sie hat diese Frage jeweils dann mit Mama beantwortet. Am 4. Oktober 2006 wurde die Leiche von Frauke Liebs rund 15 Kilometer Luftlinie von Paderborn entfernt bei Lichtenau zwischen Asseln und Hebramwald im Kreis Paderborn von einem Jäger gefunden. Sie lag stark verwest und skelettiert in einem abgelegenen Waldstück, etwa 20 Meter von der Straße L817 entfernt, in einer hinter einem Baumstamm gelegenen Mulde unter Tannendickicht. Kriminaltechnische Untersuchungen legten nahe, dass der Fundort nicht der Tatort war. Es konnten keine Reifenspuren, Fingerabdrücke oder DNA-Spuren gesichert werden. Die Leiche wurde mit Frauke Liebs Kleidung vom Tag ihres Verschwindens entdeckt. Blaue Jeans, rotes Oberteil und weiße Turnschuhe. Ihr Mobiltelefon und ihre schwarze Handtasche sowie ihre Geldbörse und ihre Armbanduhr wurden bis heute nicht gefunden. Die Obduktion ergab, dass Frauke Liebs spätestens einige Tage nach dem letzten Telefonat gestorben war. Aufgrund der fortgeschrittenen Skelettierung des Leichnams konnte die Todesursache nicht ermittelt werden. Frauke Liebs wurde am 27. Oktober 2006 auf dem Lübecker Friedhof beigesetzt. An der Stelle ihres Fundortes wurde eine kleine inoffizielle Gedenkstätte eingerichtet. Am Straßenrand erinnert ein Holzkreuz mit ihrem Vornamen an sie. Bereits am 13. Oktober 2006 wurde eine Belohnung von 2.500 € für Hinweise auf den oder die Täter ausgesetzt. Die Eltern von Frauke Liebs beteiligten sich daran mit 5.000 €, die Paderborner Staatsanwaltschaft mit 2.500 €. Nach dem Auffinden der Leiche bei Lichtenau am 4. Oktober 2006 wurde die Mordkommission MK Lichtenau gebildet. Eine operative Fallanalyse durch das Landeskriminalamt NRW kam im Januar 2007 zu dem Schluss, dass Frauke Liebs höchstwahrscheinlich im Raum Nieheim festgehalten worden war. Ob es sich bei dem Versteck um eine Wohnung, ein Wohnhaus oder anderes Gebäude, zum Beispiel eine Jagdhütte, einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil handelte, konnte nicht eingegrenzt werden. Die Ermittler gingen von einem ortskundigen männlichen Einzeltäter aus, konnten aber auch nicht ausschließen, dass es sich um mehrere Täter handelte. Die Mordkommission hatte bis dahin Akten zu 300 Spuren angelegt und die Hälfte dieser Spuren abgearbeitet. Experten des Landeskriminalamtes NRW und Gerichtsmediziner waren an den Ermittlungen beteiligt.
Da die operative Fallanalyse des Landeskriminalamtes NRW zu dem Schluss kam, dass Frauke Liebs höchstwahrscheinlich im Raum Nieheim festgehalten wurde, wurde dort im Jahr 2007 eine große Suche durchgeführt, allerdings ohne Erfolg, und die Mordkommission wurde im Juni 2007 aufgelöst. Sie hatte rund 700 Spuren abgearbeitet und rund 1000 Personen befragt oder vernommen, darunter mehr als 100 Personen, mit denen Frauke Liebs per Internetchat und E-Mail Kontakt hatte. Mitte 2016 prüfte die Kriminalpolizei eine mögliche Verbindung zum Kriminalfall Höxter, bei dem ein Paar mehrere Frauen in seinem Haus im Ortsteil Bosseborn festgehalten und misshandelt hatte. Dabei waren 2 Opfer zu Tode gekommen. Später teilte die Polizei mit, dass keine Zusammenhänge gefunden werden konnten. Im Dezember 2019 wurde berichtet, die zuständige Kripo Bielefeld werde den Fall in eine Datenbank für ungeklärte Mordfälle aufnehmen lassen, die das Landeskriminalamt NRW seit 2018 aufbaute. Im Juli 2020 wurde die Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führten, von bisher insgesamt 7.500 € auf 30.000 € erhöht. Die Aufstockung der Belohnung wurde durch das private Engagement eines Unternehmers möglich, der anonym bleiben will und auch bis heute anonym geblieben ist. Er sorgte außerdem dafür, dass eine Internetseite zu dem Mordfall geschaffen wurde, auf der dann sachdienliche Hinweise eingegeben werden konnten. Die Internetseite wurde im Oktober 2023 auf Wunsch von Ingrid Liebs dann abgeschaltet. Im August 2022 durchsuchte die Polizei 2 Häuser in Lichtenau und Paderborn, ohne dass sich neue Spuren ergaben. Bis November 2022 wurden insgesamt 1150 Spuren überprüft. Der Staatsanwalt Kai-Uwe Waschkies, der leitende Ermittler, setzte seine Hoffnung vor allem darauf, dass der Täter oder ein Mitwisser irgendwann durch eine Verdächtigung-Äußerung auffällt. Er will deshalb, dass die Bevölkerung weiterhin über den Fall spricht und sich umhört. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Fall so intensiv bearbeitet habe. Und zu diesem Fall gibt es von mir eine 11-teilige Serie auf meinem Kanal. Da ich mittlerweile, so wage ich es zu behaupten, in dem Fall ganz gut Bescheid weiß, gibt es dann immer wieder Dinge in YouTube-Podcasts oder Dokumentationen, die falsch dargestellt werden, weil man einfach falsch informiert ist oder man suggeriert etwas falsch. Zum Beispiel, dass Frauke im Bereich Nieheim festgehalten wurde. Dies ist aber nicht der Fall. Dies war unter anderem auch in einem Video von Personen zu hören, die mit Fraukes Geist Kontakt aufgenommen haben wollen. Dort wurde gefragt, wer sie nach Nieheim entführt hat. Frauke wurde aber allen Ermittlungsständen nach nie nach Nieheim entführt. Also ist die Kenntnis des Falles bei den Fragenden nicht so hundertprozentig gegeben. Ja, und als dann diese Frage gestellt wurde, ob Frauke oder von wem Frauke nach Nieheim entführt wurde, hätte Fraukes Geist in Anführungsstrichen ja dies dann korrigieren müssen, hat es aber wohl nicht nach den Interpretationen der beiden Personen, die die Ersteller dieses Videos sind. Aber wie kommt man auf Nieheim? Die Funkzelle, in der Fraukes Handy registriert war, also als die SMS an Chris versendet wurde, befand sich in Nieheim. Allerdings strahlt dieser Funkmast noch weiter, zum Beispiel auch in den Bereich Bad Driburg. Das heißt, nur weil ihr Handy beim Versand dieser SMS im Funkmast Nieheim eingeloggt war, hat sie sich damals nicht in Nieheim befunden oder muss sich nicht in Nieheim befunden haben. Die operative Fallanalyse durch das Landeskriminalamt kam ja im Jahr 2007 zu dem Schluss, dass Frauke Liebs höchstwahrscheinlich im Raum Nieheim festgehalten worden war. Und das basierte eben darauf, dass diese SMS, als sie versendet wurde, im Bereich des Funkmastes von Nieheim registriert war. Aus diesem Grund fand ja auch eine große Suchaktion in Nieheim statt, aber ohne irgendein Ergebnis. Nieheim ist bereits seit langem nicht mehr das Ziel der Ermittlung. Von daher ist es meines Erachtens eben etwas merkwürdig, dass in diesem Video diese Frage gestellt wurde. Weiterhin wurde in diesem Video als eine sogenannte Kontrollfrage an den Geist von Frauke die Frage gestellt, was sie an diesem Abend in dem Pub gemacht hat. Und als weitere Kontrollfrage wird dann gefragt, mit wem sie denn
geschrieben hat. In dem Video ist natürlich nur ein Rauschen zu hören, aber nachdem das Video abgedreht ist, haben die beiden dann wohl eine Auswertung der Stimmen durchgeführt. Ich denke mal mit technischen Geräten, so dass das Ganze dann wohl verdeutlicht wird, und dort will man dann den Namen Niklas gehört haben. Das wird dann in dem Video auch eingeblendet. Das ist auch falsch, denn derjenige, mit dem sie geschrieben hat, hat einen Vornamen, der mit N beginnt. Es wurde dann von einigen Kommentatoren vermutet, dass der offiziell genannte Name, der mit N beginnt, der falsche Name ist und Niklas wäre da sein richtiger Name. Aber das ist nicht so. In sämtlichen Dokumentationen wurde er mit einem Namen genannt und es wurde auch nicht mitgeteilt, dass dies nicht sein echter Vorname ist. Das ist auch nochmal eine kurze Erklärung. Kommen wir zu dem letzten Telefonat von Frauke, in dem sie dreimal auf die dreimal gestellte Frage, wo bist du, mit Mama, geantwortet hat. Es gibt im Prinzip zwei Erklärungen, warum sie Mama gesagt hat, oder zwei Theorien. Einmal könnte es sein, dass sie wusste, dass dies ihr letztes Telefonat sein würde. Und sie hat praktisch nach ihrer Mutter gerufen. Denn insgesamt wirkte dieses Telefonat ja auch so ein bisschen, als wenn es ein Abschiedstelefonat ist. Denn in diesem Telefonat hatte sie auch nach ihren Eltern gefragt, ob die auch anwesend wären. Dieses Telefonat war ungewöhnlich lang, mehr als 5 Minuten. Und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie auf der einen Art und Weise nach ihrer Mutter gerufen hat. Denn Frauke hatte eine enge Verbindung zu ihrer Mutter. Es könnte eine Art Verzweiflung von Frauke gewesen sein. Die andere mögliche Erklärung ist auch, dass sie damit einen versteckten Hinweis geben wollte zu dem Täter, zu dem Ort, an dem sie festgehalten wurde. Viele Kommentatoren meinten dann damit, dass damit ein Restaurant, ein Geschäft oder ein Unternehmen, das den Namen Mama in sich trägt, gemeint sein könnte. Aber da gibt es noch eine viel schlüssigere Theorie. Und anscheinend hat die Polizei nach einigen Jahren einiger Fehlgriffe dies jetzt fokussiert, dass man diesem Hinweis nachgeht. Mama könnte bedeuten, dass der Ort, an dem sie aufgehalten wird, eventuell etwas mit ihrer Mutter zu tun hat. Dazu muss man wissen, dass ihre Mutter als Schulleiterin in Bad Driburg gearbeitet hat. Dort hatte sie auch eine Zweitwohnung aus beruflichen Gründen und Frauke hat ihre Mutter dort auch oft besucht. Ein weiterer Punkt, der nach Bad Driburg und Umgebung führen könnte, ist dieser Funkmast Nieheim. Denn dieser strahlt bis nach Bad Driburg hinein. Frauke könnte sich also beim Versand der SMS mit ihrem Handy in Bad Driburg aufgehalten haben und im Funkmast Nieheim eingeloggt gewesen sein. Dann kommen wir einmal zu dem Punkt, dass der Täter Frauke ja irgendwie ins Auto gelockt haben muss und dann wohl nicht mit dem Hinweis darauf, dass er sie, oder die beiden haben dann wohl nicht abgesprochen, dass sie gleich nach Hause fahren oder beziehungsweise gleich Frauke nach Hause bringen, sondern die haben doch vermutlich irgendetwas anderes vorgehabt. Fraukes Mutter geht ja davon aus, dass es sich bei dem Fahrer des Fahrzeugs um einen flüchtigen Bekannten handelt und davon gehen mittlerweile auch die meisten aus und dass die beiden dann irgendwo essen gefahren sind. Denn das gehörte laut Fraukes Mutter zum Lebensstil von Frauke, irgendwo hinzufahren, was zu essen und zu trinken zu kaufen und sich zu unterhalten. Also, warum sollte es an diesem Abend nicht so gewesen sein? Ich habe das in dem 11. Teil mal ein bisschen detaillierter aufgeführt. Ja, aber welche Rolle spielt dann dabei jetzt Bad Driburg? In Bad Driburg gab es zu der damaligen Zeit ein McDonald's, der um diese Zeit noch offen hatte. Ich glaube bis 0 Uhr. Alle anderen Restaurants in der Gegend, unter anderem das KFC, in der Wohnstraße von Frauke, waren bereits geschlossen. Allerdings war es so, dass der Funkmast Nieheim den Bereich, in dem sich McDonald's und eine Tankstelle befand, nicht abdeckte. Also dann diese Fahrt wohl noch weitergegangen sein muss und dann gelangte man irgendwann in diesen Bereich des Funkmastes Nieheim. Die Frage ist natürlich, hat Frauke erst dann diese SMS versendet, weil sie zwischenzeitlich ihren Akku aufladen konnte,
Oder hatte sie vorher versucht, diese SMS zu schreiben? Das konnte dann, oder die SMS konnte dann nicht versendet werden, wegen mangelndem Akku. Der Akku hat sich dann vielleicht dementsprechend ausgeschaltet. Sie hat dann vielleicht nochmal versucht, das Handy einzuschalten, und das ging dann wohl vielleicht mal ganz, ganz kurzzeitig, so dass die SMS dann versendet werden konnte. Also das ist natürlich alles vollkommen unklar und immer noch vermutlich auch bei den Ermittlern Spekulation. Die Vermutung liegt nahe, dass sie dann von dort aus weiterfahrend irgendwie von dem Täter zu dem Versteck gebracht wurde. Oder dass sie irgendwie auf dieser Fahrt dann von dem Täter betäubt wurde. Vielleicht hat er ihr irgendwelche K.O.-Tropfen in einem unbeobachteten Moment in das Getränk, welches sie eventuell gekauft hat, gefüllt. Wie schon gesagt, alles nur rein spekulativ. Der Großteil basiert auch auf die eigenen Ermittlungen von der Mutter von Frauke Liebs. Und sie hat eben auch mit den Kenntnissen über ihre Tochter, denke ich mir, so insgesamt die schlüssigste Theorie geliefert. Denn ihrer Meinung nach ist dann dieser Ort, wo Frauke festgehalten wurde, auch in diesem Bereich, also in einem gewissen Dreieck zu finden, in dem jetzt zum zweiten Mal gesucht wurde. Der Fundort von Fraukes Leiche war ja im Hebramer Wald, in der Nähe von Lichtenau-Asseln, in dem 2022 eine Durchsuchung stattgefunden hat. Damals wurden 2 Wohnobjekte durchsucht, eben einmal ein Objekt in Lichtenau-Asseln und ein Objekt in Paderborn. Und bei den beiden Verdächtigen handelte es sich um 2 Brüder. Die Ermittlungen gegen die beiden wurden, glaube ich, 2023 endgültig eingestellt. Asseln liegt nördlich von Lichtenau und Husen, wo jetzt die neue Durchsuchung stattgefunden hat, liegt südlich von Lichtenau, also in diesem Bereich da herum. Frauke Liebs hatte in dem Stern-Podcast die Vermutung, dass eben Frauke irgendwo in dieser Gegend festgehalten wurde, weil sie es auch für unsinnig befand, dass jemand von Nieheim zu diesem Ablageort der Leiche gefahren sein könnte, zumal dieser Fundort der Leiche irgendwo in der Pampa liegt, und das hatte damals der Rechtsanwalt von der Angelika W. aus Höxter gesagt, als man diesen Ort da besichtigt hat, und man davon ausgeht, dass dort dann auch eine gewisse Ortskenntnis vorhanden sein muss, um die Leiche dort abzulegen. Ich habe das Ganze jetzt einmal nur zusammenraffen können. Wenn ihr einmal die ganzen Informationen haben wollt, schaut euch oder hört euch einmal diese 11-teilige Serie von mir an. Mir war es wichtig, im Zuge dieses Updates noch einmal den Fall zusammenzufassen und auch einige Punkte nochmal zu klären. Sollte es weitere Informationen zu dem Fall von Frauke Liebs geben, werde ich euch natürlich darüber seriös informieren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.